Deutschland steht vor wachsenden Risiken für die Finanzstabilität, warnt die Bundesbank. Das ist eine Überschrift von Reuters, bei der ich sofort innegehalten habe. Denn das ist mehr als nur eine Schlagzeile, die man liest und wieder vergisst. Das bedeutet, dass sich der Druck in den Alltag verlagert. Kredite werden nicht mehr genehmigt, Projekte verzögern sich, Zahlungen kommen später an. Jeder geht plötzlich vorsichtiger mit seinem Geld um. Unternehmen straffen ihre Cashflows und Liquidität. Und in dieser Episode möchte ich erklären, warum dieses Verhalten entsteht, wie es durch die Wirtschaft ausbreitet und was es für Unternehmen, Investoren und private Haushalte verändert. Die Prognose der EU-Kommission für Deutschland verwendet höfliche Formulierungen wie: Die Fiskalpolitik wird expansiv und schwache Momentum mit anschließender schrittweiser Erholung. In normaler Sprache übersetzt heißt das: Das Wachstum in Deutschland dürfte in den kommenden Jahren sehr langsam verlaufen. Das ist kein Crash, aber genau das ist das Umfeld, in dem Menschen und Unternehmen anfangen, ihre Liquidität zu schützen. Investitionen gehen zurück, weil niemand bereit ist, mit seinem Geld Risiken einzugehen. Und wenn Investitionen schwächer werden, spürt man das überall. Unternehmen expandieren nicht mehr, Investitionen werden verschoben, Einstellungen verlangsamen sich. Jede Entscheidung wird zu einem, naja, warten wir es erstmal ab. Sprechen wir über das, was Menschen täglich spüren: Preise. Der Tagesspiegel berichtet, dass die Inflation bei rund 2,3% im Jahresvergleich bleibt. Manche sagen, das ist doch normal. Ist es nicht. Zumindest nicht für Deutschland. Nicht für ein Land, das sich seinen wirtschaftlichen Ruf auf Preisstabilität aufgebaut hat und als größte Volkswirtschaft der EU galt. Schon moderate Inflation erzeugt Reibung, wenn die Löhne nicht Schritt halten. Wenn Menschen davon ausgehen, dass hohe Preise nicht vorübergehend sind, beginnen sie defensiv zu handeln. Sie sparen für Notfälle, reduzieren freiwillige Ausgaben, werden preissensibler. Das ist Liquiditätsverhalten im echten Leben. Wenn Bargeld nicht mehr ungenutztes Geld ist, sondern zur Sicherheitsreserve wird. Die Welt beschreibt die wirtschaftliche Lage mit den Worten „im Matsch stecken". Diese Formulierung stammt aus Unternehmensumfragen, die zeigen, viele Firmen fühlen sich schlechter als im letzten Jahr. Die Wachstumserwartungen wurden gesenkt. Beschäftigungspläne werden nach unten korrigiert. Wenn Unternehmen schwächeres Wachstum erwarten, dann: Sie stellen nicht ein, sie investieren nicht, sie schützen ihr Bargeld. Wenn Firmen nicht einstellen, wächst das Einkommen langsamer. Wenn Einkommen langsamer wächst, schwächt sich der Konsum. Und wenn der Konsum schwächer wird, wandert der Druck in die nächste Ebene der Wirtschaft. So wird aus einer negativen Stimmung in der Wirtschaft langsam ein realer Abschwung. Und hier liegt die zentrale Verbindung. Unternehmerische Vorsicht zeigen sich am Ende in den Finanzen der Haushalte. Wenn Unternehmen Einstellungen einfrieren, Lohnerhöhungen verschieben oder Kosten senken, spüren Haushalte das direkt. Durch Jobunsicherheit, durch stagnierende Einkommen, durch sinkende Kaufkraft. Jetzt wird daraus Druck auf die Haushalte. Und genau das führt zu Folgen, die inzwischen Schlagzeilen machen. Kreditreform berichtet von 5,67 Millionen überschuldete Menschen in Deutschland im Jahr 2025. Das ist nicht nur ein soziales Problem, das ist ein Cashflow-Problem. Wenn Haushalte unter Druck stehen, ändern sich Prioritäten. Optionale Käufe werden verschoben, günstigere Alternativen gewählt, Abos gekündigt, Preise genau verglichen. Für Unternehmen bedeutet das Volatilität in der Nachfrage. Ein Monat sieht normal aus, im nächsten bricht die Nachfrage ein. Dann erholt sie sich, dann fällt sie wieder ein. Und Volatilität ist der Feind jeder Planung. Unternehmen reagieren defensiv. Sie halten mehr Bargeld, gehen weniger Risiken ein, konzentrieren sich auf verlässliche Kunden, ziehen Zahlungsbedingungen an. So sind Haushaltsstress und Unternehmensliquidität direkt miteinander verbunden. Haushaltsdruck senkt die Nachfrage, geringe Nachfrage erzeugt Volatilität. Volatilität zwingt Unternehmen, Liquidität zu schützen. Und von hier aus wandert der Druck noch tiefer ins System, in die Zahlungskette selbst. Das einfachste Beispiel aus der Praxis.
Unternehmen A verkauft an Unternehmen B mit 60 Tagen Zahlungsziel. Die Kunden von B zahlen langsamer, also zahlt B verspätet. Aber A hat weiterhin Kosten, Löhne, Miete, Umsatzsteuer, Kredite. Das heißt nicht, dass Unternehmen A unprofitabel ist. Es heißt, dass es Liquidität ist. Es fehlen kurzfristige verfügbare Mittel. So breiten sich Insolvenzen in der Realität aus. Sie drücken auf alle Beteiligten. Die Bundesbank sagt, die Risiken im Kreditgeschäft der deutschen Banken sind gestiegen und können sich aufgrund zyklischer und struktureller Herausforderungen weiter erhöhen. Sie beschreibt, was passiert, nachdem Zahlungsketten langsamer werden und Ausfälle zunehmen. In der Praxis reagieren Banken sehr vorhersehbar. Sie schützen sich zuerst, nicht Sie. Mit strengeren Unterlagen, höheren Sicherheiten, längeren Prüfungen, weniger Toleranz für Grauzonen in Geschäftsmodelle. Das trifft auch gesunde Unternehmen. Firmen hören auf, in Jahren zu denken und denken plötzlich in Monaten. Sie halten ihr Geld fest, sie verschieben Entscheidungen, weil niemand weiß, wie die nächsten Monate aussehen. Auch für Investoren ändert sich die Denkweise. Es geht nicht mehr um große Wachstumsstories, sondern um verlässliche Cashflows und darum, in Zweifel wieder herauszukommen. Und hier beginnt der eigentliche Schaden. Wenn der Cashflow enger wird, schaffen es manche Unternehmen einfach nicht mehr. Bevor wir weitermachen, wenn Sie frühzeitig Marktupdates und konkrete Strategien erhalten möchten, wie Sie den Veränderungen und Regeln immer einen Schritt voraus bleiben, schauen Sie in die Beschreibung und treten Sie unserer privaten Facebook-Gruppe bei. Insolvenzen entstehen nicht nur, wenn die Nachfrage einbricht oder offiziell eine Rezession ausgerufen wird. So funktioniert das nicht. Die meisten Unternehmen scheitern vor einem Crash in Phasen wie dieser. Wenn Umsätze noch da sind, aber Zahlungen später kommen, Kredite schwerer zugänglich werden, Refinanzierungen sich verzögern, Kosten hoch bleiben, das ist die Gefahrenzone. In dieser Phase verlieren Unternehmen keine Kunden, sie verlieren Zeit. Und Zeit ist alles in Cashflow. Deshalb fühlt sich diese Phase anders an als frühere Abschwünge. In einem klassischen zyklischen Abschwung bricht die Nachfrage ein, fallen die Umsätze. Schwache Firmen scheitern schnell. OECD und IWF nennen langfristige Faktoren. Alternde Bevölkerung, schrumpfendes Arbeitskräfteangebot, dauerhaft höhere Energie- und Regulierungskosten, zunehmende regulatorische Komplexität. Das ist kein in 3 Monaten wird es besser. Ein gutes Quartal löst keine Demografie, keine Kosten und keine Regulierungen. Also hören Unternehmen auf Erholung zu planen und beginnen auf Durchhalten zu planen. Und wenn Durchhalten das Ziel wird, wird jeder Euro anders behandelt. Liquidität ist nicht mehr Treibstoff für Wachstum, sie wird zu Schutz. Unternehmen fragen nicht mehr, wie stark können wir wachsen. Sie fragen, wie lange können wir überleben, wenn Geld langsamer fließt. Hier beginnen die Ausfälle nicht im Kollaps, sondern in Verzögerungen. Das System bricht hier nicht laut, es zieht sich leise zu, bis manchen Unternehmen einfach die Zeit ausgeht. Deshalb unterschätzen viele, auch Analysten, was gerade passiert. Sie verlassen sich auf Kennzahlen, die zu spät reagieren. Bruttoinlandsprodukt, Beschäftigung, Bankenstabilität blicken zurück. Sie zeigen, was schon war, nicht was sich darunter aufbaut. Liquiditätsstress wirkt umgekehrt. Er baut sich leise auf, bevor Zahlen kippen. Wenn Bruttoinlandsprodukt schwächer wird oder Arbeitslosigkeit steigt, ist der Schaden schon durch. Bilanzen, Zahlungsketten, Kreditentscheidungen. Darum fühlt sich diese Phase trügerisch an. Das System wirkt noch funktionsfähig, aber das Entscheidungsverhalten hat sich bereits geändert. Banken sind wählerischer. Unternehmen weniger flexibel, Investoren weniger geduldig. Die Veränderung zeigt sich im Verhalten. Und wenn sich Verhalten systemweit ändert, folgen die Ergebnisse mit Verzögerung. Wenn Liquiditätsstress dominiert, verändert sich die Unternehmenslandschaft sehr spezifisch. Als erstes verschwindet die Planbarkeit. Prognosen greifen nicht mehr. Planungshorizonte schrumpfen, Routineentscheidungen tragen plötzlich langfristige Folgen. Mit der Zeit teilen sich Unternehmen in 2 Gruppen. Je nachdem, wie stark sie Verzögerungen ausgesetzt sind. Manche verkraften langsamere Zahlungen, Genehmigungen und Entscheidungen, andere nicht. Sie scheitern nicht sofort, aber jede Verzögerung erzeugt Druck.
bis irgendwo der Punkt erreicht ist. In diesem Umfeld hängt Erfolg davon ab, ob die Struktur Zeitunsicherheit aushält. Viele Unternehmer missverstehen hier, was passiert. Sie versuchen mehr zu verkaufen oder härter zu arbeiten. Aber das behebt keine verspäteten Zahlungen, keinen knapperen Kredit, keine langsameren Institutionen. Denn die Begrenzung liegt nicht mehr im Unternehmen selbst und wenn sie extrem ist, reicht Anstrengung allein nicht mehr aus. Jetzt kommen wir zur Lösung. Was kann man in solchen Situationen tun? Für manche lautet die Antwort, in Deutschland bleiben und sich anpassen. Das heißt, langsamere Prozesse, mehr Regulierung und strengere Aufsicht als Preis für Stabilität zu akzeptieren, schlanker zu arbeiten, größere Puffer aufzubauen, Geschäftsmodelle so zu gestalten, dass sie auch funktionieren, wenn Zahlung, Genehmigung und Entscheidung länger dauern. Dieser Weg funktioniert aber nur für Modelle, die Reibung verkraften. Für andere ist diese Antwort eine andere. Sie versuchen nicht, ein System zu optimieren, das dicht und langsam geworden ist. Sie verlagern einen Teil ihrer Aktivitäten, manchmal alles, in Jurisdiktionen, in denen sie reibungsloser arbeiten können. Orte mit niedrigerer oder keinen Steuern, einfacheren Strukturen und schnelleren Banking. Und vor allem außerhalb des automatischen Datenaustausches mit der EU, damit Privatsphäre gewahrt bleibt. Es gibt noch einige wenige Orte, an denen Gründen, Betreiben und Kapital bewegen strukturell einfach und reibungslos ist. Ich bin Rabbi Rabea. Ich bringe Ihnen die praktischsten und aktuellsten Einblicke aus allen Bereichen der Investmentwelt und helfe Ihnen, Ihre finanziellen Entscheidungen zu schützen, aufzubauen und zu optimieren, damit Sie den kommenden Veränderungen einen Schritt voraus bleiben. Wenn Sie wissen möchten, wo diese Orte sind, wie Sie sich dort legal strukturieren und was heute wirklich funktioniert, erklären wir das im Detail in unseren wöchentlichen Webinaren. Jeden Dienstag um 19 Uhr deutscher Zeit. Der Link ist in der Beschreibung. Wenn Ihnen dieses Video geholfen hat, liken Sie es, abonnieren Sie den Kanal und teilen Sie es mit jemandem, für den es nützlich sein könnte. Wir sehen uns in der nächsten Episode.